Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute haben wir wieder Laura Siebert mit dabei, denn heute gucken wir uns den nächsten Vorführer vom Porsche Zentrum Mannheim an. Heute schauen wir uns den Macan Turbo an. Und sieht er so sportlich aus, wie er sich fährt? Ja. Das ist schon krass, was der drauf hat, ey. Das ist schon echt krass. Exakt, unser Porsche Macan Turbo mit 440 PS. Das Topmodell unter den Porsche Macans. Wir haben das Fahrzeug hier in Nachtblau gewählt. Tolle Farbe, tolle Konfiguration. Das Fahrzeug ist natürlich wieder bis unter das Dach ausgestattet. Vom Interieur haben wir dieses Mal ein schwarzes Leder gewählt. Einfach mal ganz klassisch gehalten. Von den Rädern her hier die 21 Zoll RS Spider-Räder. In Verbindung mit den Rädern lässt sich natürlich immer empfehlen, die Luftfederung mitzunehmen, damit das Fahrzeug einfach komfortabler wird. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Sport-Chrono-Paket mit dem Mode-Schalter, damit wir die verschiedenen Fahrmodi am Lenkrad bei der Fahrt verstellen können. So, erster Tag verlief ein bisschen anders. Wetter war sehr regnerisch, da konnte man nicht so viel filmen. Und jetzt gegen Abend, wir haben den Björn auch wieder eingesammelt. Servus. Wieder zum Bilder machen. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Glück. Jetzt regnet es mal nicht mehr. Konnten noch ein bisschen was machen. Ich habe immer Glück. Aber ja, der Sommer kommt eindeutig zum Ende. Und ja, Macan Turbo, schon ein echt geiles Auto. Bringt eine Menge Spaß. Ja, klingt gut. Ja, klingt wirklich gut. Von innen hört man nicht so viel, von außen dafür umso mehr. Macan ist absolut alltagstauglich. Dafür ist er gemacht. Platz ist hinten, Platz ist vorne, komfortabel ist es, Kofferraum ist groß. Und ja, 440 PS ist auch echt sauschnell. Also Turbonamen eindeutig verdient. Ist ein verflixt schnelles Auto, gerade auch die Launch Control. Ihr habt es gesehen, er ist schnell. Und es bringt auch unheimlich Spaß, dieses Auto auf der Landstraße. Macht er auch gut. Ja, und da wollen wir mal gucken. Morgen geht es noch ein bisschen weiter und da soll das Wetter auch wieder ein bisschen besser werden. Ja, guten Morgen und damit willkommen zum zweiten Tag mit dem Macan Turbo. Ja, und wirklich ein tolles Auto, wie es halt immer bei Porsche so ist. Wenn man Porsche-Fan ist, mag man auch wirklich jeden Porsche. Der hier ist natürlich ein bisschen anders. Also das ist ja wirklich der Porsche, der alles machen kann. Der absolute Alltags-Porsche. Das macht er wirklich unglaublich gut. Jetzt hier gerade cruise ich die ganze Zeit mit dem Radarabstandshalter im Verkehr hinterher. Er ist wunderbar komfortabel, ist ein ruhiges Auto. Und das macht es schon wirklich toll. Innenraum ist auch wunderbar geräumig, obwohl es ja der kleine Porsche ist. Wobei Macan jetzt, sag ich mal, ist kein kleines Auto, das ist schon was Größeres. Kofferraum ist groß, hinten ist genug Platz, hier vorne ist auch wunderbar geräumig. Und der Unterschied zum Cayenne, also ich bin ja den Cayenne GTS auch gefahren und jetzt hier den Macan Turbo, so die Unterschiede im Innenraum, das spürt man schon. Also im Cayenne ist doch wesentlich mehr Platz.
Während hier im Macan das ein bisschen enger ist, aber es ist trotzdem ein unheimlich geräumiges Auto. Also jeder Mensch, egal welche Größe, wird hier wunderbar komfortabel drin sitzen können. Wir waren gestern mal im Parkhaus in Bensheim. Da macht es schon einen Unterschied, ob man Cayenne hat oder Macan. Da kommt man mit dem Macan doch wesentlich besser zurecht. Mit dem Cayenne muss man da richtig rangieren. Aber das Luxusklasse-Niveau, das hat der Macan jetzt hier nicht. Nicht so sehr wie der Cayenne GTS, der war wirklich sehr komfortabel. Wo ich extrem überrascht von war. Der ja zwar auch das Luftfahrwerk ist, aber man spürt einfach ein bisschen mehr. Was natürlich den sportlichen Ton von diesem Fahrzeug doch sehr unterstützt. Und wenn man den hier in Sportmodus oder Sport Plus Modus haut, dann spürt man nicht mehr viel vom SUV-Körper. Da fühlt sich dieses Auto doch echt agil an, echt schnell an. Ja, und auch hier auf der Autobahn zwischen Heidelberg und Mannheim bei 120. Total ruhig, total relaxed. Es ist schon echt ein super Reiseauto. Ich spüre auch wirklich keinen großen Unterschied zum Cayenne von der Geräuschkulisse oder zum Panamera. Also das ist wirklich ein super ruhiges Auto, wie man es erwartet. Das ist klasse gemacht. Also Macan ist auch, ja, wie jeder Porsche. Ich habe natürlich eine sehr rosa-rote Porsche-Brille auf, aber es ist halt tatsächlich wie jeder Porsche ein Top-Auto, ne? Also da braucht man nicht großartig drum herum reden, wer der König in dieser Fahrzeugklasse ist. Das ist, ja, der Macan, das ist klar. Ja, also ich bin echt immer wieder überrascht, was es hier im Odenwald doch für schöne Flecken gibt. Das ist doch mal eine schöne Aussicht. Bei dem Wetter jetzt wieder nicht ganz so schön, aber trotzdem echt traumhaft immer wieder hier im Odenwald. Ja, und hier haben wir den guten, unseren Macan Turbo. Und ja, hier der Vorführer vom Porsche Zentrum Mannheim. Und der Macan, ich muss sagen, uiuiui, der sieht schon echt gut aus. Also in der Fahrzeugklasse, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas besser aussieht als der hier. Also dieses Leuchtband, das hat echt schon was, das macht richtig was her. 4 Endrohre, die klingen auch richtig gut. Und dann die 21 Zoll erst beide Räder. Das macht alles schon einen richtig guten Eindruck. Farbe ist hier Nachtblau Metallic. Das ist sehr, sehr dunkel. Das kommt auf dem Video wahrscheinlich gar nicht so gut rüber, wie es in echt aussieht. Ist immer so ein bisschen das Problem, auf Videosachen rüberkommen zu lassen, wie sie in echt sind. Sonst hier bei dem Vorführer, Porsche Zentrum Mannheim hat natürlich wieder, ja, die Hütte voll gemacht, könnte man meinen. Die machen das schon echt immer richtig gut. Seitenscheiben sind beispielsweise abgedunkelt. Hier unten die Sideplates sind dann schwarz lackiert. Hier die Modellbezeichnung Macan Turbo fehlt, wurde weggelassen. Unten die Endrohre sind auch schwarz, das sieht gut aus. Also wieder ein sehr dunkles Auto, aber ich finde Nachtblau Metallic ist echt eine schöne Farbe. Ja, und hier hinter den Rädern ist die neue Bremsanlage vom Porsche. Hier kreidefarbene Bremssättel. Das zeigt uns, dass das die Bremsanlage ist, die weniger staubt. Das ist trotzdem noch eine normale Stahlbremsanlage, aber die ist dann schon weiterentwickelt als die sonst roten Bremssättel, die es sonst gibt. Und die gelben gibt es natürlich auch, Keramikbremsanlage. Braucht man aber auf dem Macan nicht wirklich. Vorne rum Macan Turbo hat hier unten diese Doppel-LEDs. Das hat wirklich nur die Turbo-Variante. Im Prinzip wie bei einem 11er und beim Cayenne Turbo. Und hier, was der auch hat, der hat das komplette LED-Paket. Komplett LED-Scheinwerfer. Und die haben auch PDLS Plus. PDLS Plus Porsche Dynamic Light System. Ich glaube, so heißt das. Also PDLS Plus ist so ein Zauberwort. Das sind die, die dann auch den Verkehr automatisch ausblenden. Funktioniert ja auch sehr gut. Habe ich gestern mal getestet. Ja, LED-Scheinwerfer sind schon echt was Feines. Nochmal was ganz anderes als die alten Xenons. Sonst ist der Wagen ausgestattet. Ihr seht das schon oben. Komplettes Panoramadach. Einmal rüber. Und was ihr nicht seht, der Wagen ist hier mit Luftfahrwerk ausgestattet. Interieur ist hier bei dem komplett in schwarz gehalten. Ich denke mal, komplett schwarzes Interieur, das ist so, wie der Hauptteil der Macans ausgestattet wird, ist hier aber auch wirklich sehr schön. Wir haben die 14 Wegesitze haben wir hier und wir haben auch wieder Memory-Paket mit dabei.
Und die sind wirklich sehr bequem, die Sitze. Also wirklich wie ein bisschen wirklich wie im Cayenne GTS. Der hier ist nicht ganz so komfortabel, aber kommt wirklich sehr nah ran. Ja, Lederausstattung ist hier auch nochmal ein bisschen anders gewählt. Diese Elemente, die kennt man ja eigentlich in Carbon oder in Holz oder in Alu. Und hier ist das mal beledert. Das ist mal was ganz anderes, habe ich so noch nie gesehen. Wenn man das anfasst, wirkt es tatsächlich sehr hochwertig. Und der Macan hier ja schon in der zweiten Generation hat jetzt hier auch ein riesengroßes Touch-Display. Also das war früher ja anders. Jetzt haben wir auch hier unten die Luftdüsen und dieses Touch-Display, das ist wirklich so gut wie im Cayenne. Das ist wirklich schon ein Unterschied im Gegensatz zu dem System zu früher. Das lässt das ganze Interieur auch nochmal wesentlich hochwertiger wirken. Ist natürlich jetzt ganz witzig. Jetzt haben wir hier zwei ganz verschiedene Generationen in diesem Interieur. Die Knöpfe hier unten, die ich ja eigentlich auch generell sehr mag, ich habe das mal in der Panamera GTS Review von dem Gebrauchtwagen gesagt, die funktionieren tatsächlich echt gut. Ich mag die sehr. Wesentlich besser als das, was es ja nur als Touch-Display zum Beispiel beim Taycan gibt. Hier, man kennt es einfach. Man drückt es und es ist halt genau das, was auch da drauf steht. Und genau das macht es auch. Na, hier Ausstattung, wir haben Sportabgasanlage mit dabei, wir haben hier den Spurhalteassistenten mit dabei, der lenkt auch ein bisschen von alleine. Es gibt auch einen Offroad-Modus, der ist aber bei weitem jetzt nicht so spektakulär wie beim Cayenne, da merkt man das doch einen Unterschied. Das ist hier halt kein Offroad-Fahrzeug, das ist nur ein normales SUV, ein Lifestyle-Fahrzeug. Hier einer der letzten, der noch den richtigen Schalthebel hat für das PDK. Und die Instrumententafel sind hier 3 Displays, sehr ähnlich wie beim Boxster und Cayman. Also das heißt, wir haben ein digitales zur rechten Seite. Hier machen wir einen Verbrauch, 10,5 Liter. Das ist wirklich ein sehr realistischer Verbrauch. 105 Kilometer. Und ja, Autobahn war jetzt nichts Spektakuläres dabei, nur so bis 120 und sonst hauptsächlich Landstraße und vor allem hauptsächlich in der Stadt. Da bin ich ein bisschen überrascht, 10,5 Liter. Ich hätte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Ich bin aber auch der Meinung, so richtig unter 10 kriegt man den nicht. Also das wird wahrscheinlich hier so das Minimum sein, wenn man auf der Autobahn fix unterwegs ist, was ja mit dem geht. 440 PS, das ist ja ein richtig schnelles Auto. Topspeed 270 km/h in einem SUV. Also der kann auch noch ein bisschen mehr Sprit durchhauen. Aber wenn man den ganz normal sachte fährt, dann 10 Liter. Ja, und sonst das Display kann man sich auch wieder anschauen. Kann man sich wieder durchschalten, wie man es kennt. Reifendruckanzeige. Hier bei dem, dadurch, dass wir das Sport Chrono Paket hier verbaut haben. Hier unten haben wir wieder den Mode-Schalter, wie man ihn kennt. Auch mit dem Sport Response Button ist super. Haben wir auch natürlich Rundenzeiten uns anzeigen lassen. Wenn man mit dem Macan Turbo mal auf die Rennstrecke möchte, hat er alles. Ja, hier haben wir den ACC, Active Cruise Control, also das heißt, ein Radarabstandshalter können wir wieder in 4 verschiedenen Stufen einstellen. Genau, sonst die anderen Daten, das ist alles, wie man das kennt. Navi natürlich auch wieder. Ja, und ich bin da echt überrascht, doch wie gut dieses Fahrzeug ist. Es ist der absolut alltagstauglichste Porsche. Dafür ist er wirklich gemacht. Hier oben gibt es auch noch ein paar Sachen, weil wir haben ja auch natürlich das große Panoramadach, das sich auch über das ganze Fahrzeug überstreckt. Hier oben haben wir auch noch ein kleines Ambientelicht. Das ist auch nicht schlecht. Kann man natürlich die ganzen Sachen noch bedienen. Also Macan, ja, tolles Fahrzeug. Wer einen Porsche will, der wirklich komplett alltagstauglich ist. 4 Personen, auch wirklich im Komfort transportieren kann. Die Größe ist ein bisschen kleiner als der Cayenne. Das hat halt noch den Vorteil, dass man auch wunderbar in Parkhäusern zurechtkommt. Also es ist wirklich eine feine Sache. Und eine Sache hat er natürlich auch noch. Auch wenn er das PDK hat, hat natürlich auch Anhängerkupplung. Das heißt, er kann hier natürlich auch ziehen. Hier Kofferraum macht man hier hinten unter dem Scheibenwischer auf. Natürlich eine elektrische Heckklappe. Ja, da passt auch wirklich eine Menge rein. Der ist wunderbar groß. Und hier, den kann man auch wieder absenken und hochfahren. Also mit Luftfahrwerk, da holen sie wirklich alle Vorteile raus. Dann ist es Beladen und Entladen noch ein bisschen leichter. Sitze können wir auch umklappen. 40-20-40 geteilt. Haben hier noch eine kleine 12 Volt Steckdose mit hinten im Kofferraum. Ja, also alltagstauglicher, glaube ich, geht es bei Porsche wirklich nicht. Ja, hinten hat man auch wunderbar Platz, sitze ich sehr bequem. Ich habe oben Platz, ich habe vor dem Bein Platz. Also hier kann man auch wirklich lange Fahrten hinten mitfahren. Das ist alles gar kein Problem. So wie man es erwartet von so einem Fahrzeug. Man kann sich hinten auch noch die
Klimatisierung einstellen in warm und kalt, jetzt nicht in einzelnen Temperatureinstellungen wie vorne mit der 2-Zonen-Klimaautomatik. Aber es ist vollkommen ausreichend. Also das ist wirklich schon ein irre gutes Fahrzeug und ja, die Turbo-Variante ist natürlich schon echt krass. Also das Topmodell, wer jetzt wirklich einen alltagstauglichen Porsche will, der braucht jetzt kein Macan Turbo kaufen. Also Macan Turbo geht dann schon ein bisschen weiter. Das ist jemand, der wirklich alles will. Also Alltagstauglichkeit und ein Prinzip ein Auto, was auch richtig krass performt. Also rein theoretisch kann man mit dem auch problemlos auf der Rennstrecke Leute jagen. Das geht auch mit 440 PS und der baut auch ein unheimliches Gripniveau auf mit den fetten Schlappen. Das macht er. Ja, Macan kann einfach alles. Das ist halt echt was den Macan ausmacht. Er kann alles. Ja, und jetzt würde ich sagen, wo wir jetzt hier schön im Odenwald sind, nutzen wir hier noch mal ein bisschen die Landstraße. Ja, und einen Macan Turbo holt man sich natürlich, um schnell zu sein. Und der Macan Turbo, der ist schnell. Es macht halt schon einen Unterschied, ob man einen PDK hat oder eine Wandlerautomatik. Es ist einfach diesen kleinen Ticken lustiger zu benutzen. Das Gripniveau ist irre. Hier so aus der Haarnadelkurve. Zack. Der schießt da raus. Das ist krass gemacht. Und klingt tut er auch. Die Leute bei Porsche wissen einfach, wie man Autos baut. Der Macan fährt so gut. Fährt sehr ähnlich wie ein Sportwagen. Extrem neutral. Mit dem Allradantrieb ist es krass wieder einfach beschleunigt. Hat immer Grip, immer Traktion. Ist schon ein tolles Auto hier. Also Macan Turbo. Schon ein echt krasser SUV. Wirklich ein krasses SUV. Und dann aber auch gleichzeitig im normalen Modus einfach super komfortabel. Einfach so beides gleichzeitig. Ist für den gar kein Problem. Sieht er so sportlich aus, wie er sich fährt? Ja, definitiv. Alter Scholli. Und wie klingt er? Ja, ganz gut von außen. Ist schon krass, was der drauf hat, ey. Das ist schon echt krass. Also, Macht schon eine gute Figur. ja, er fährt sich auch so. Das ist echt. Das glaube ich. Gut, bei der Straße hier, ne? Ja gut, Schon ganz mit optimal Abstand die hier. beste Straße, die wir bis jetzt haben. Ja. Durch erzählen wir nicht weiter, wo die ist.
Also ich glaube, das ist bis jetzt eindeutig der beste Spot, den wir so mal gefunden haben, oder? Ja, zumindest von der Aussicht, ja. Hier kann man nur nicht mit Sportwagen hin. Nee, selber wird schwierig. Ja, ist doch gut, dass es Macans und Cayennes gibt. Alter, das ist krass. Sieht man immer mal was Neues, ne? Echt, wirklich, ja. So, lassen wir den Björn mal in Ruhe ein paar Bilder machen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ne? Wisst ja, Instagram, Björn, mal euch anschauen, der macht echt krasse Bilder. Und ja, demnächst sind da dann auch die Bilder vom Macan Turbo. Und ja, traumhaft hier, traumhaftes Wetter. So stellt man sich das vor, wenn man solche Videos macht. Vielleicht einer der letzten Abende dieses Jahr, der so schön ist. Ja, und während der Björn jetzt hier seine letzten Bilder macht, beenden wir jetzt das Video hier bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Macan Turbo. Wirklich ein krasses Auto, hat wieder irre viel Spaß gemacht. Wenn Interesse an dem Macan besteht, die Kontaktdaten zum Porsche Zentrum Mannheim sind wieder unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, Macan ist krass, absoluter Alltags-Porsche. Und ja, es hat wieder mega Spaß gebracht, wie mit jedem Porsche. Es ist wirklich immer wieder witzig. Also lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Allah, ciao!